Heute sprechen wir noch einmal über den Newsletter. Ich weiß, ich habe dich damit gestern schon genervt und ich habe auch schon vorgestern darüber gesprochen. Und daran siehst du, wie wichtig es eigentlich ist, über den Newsletter zu sprechen. Weil je mehr Leute du im Newsletter hast, desto mehr Verkäufe machst du. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Ne? Du möchtest bei Etsy sein, du möchtest dort deine eigenen Kreationen einstellen und die möchtest du auch verkaufen. Ja, und wie machst du das? Ja, indem du die Menschen, denen deine Sachen gefallen, wieder ansprechen kannst, wenn du irgendetwas Neues im Shop hast. Und das kannst du natürlich nur, wenn du deren E-Mail-Adresse hast. Deswegen ist es absolut unerlässlich, dass du deinen Newsletter anlegst auf Mailchimp.com. So ganz nebenbei noch einmal darauf hingewiesen. Ich weiß, ich nerv, aber trotzdem ganz wichtig, dein Newsletter. Und aus diesem Grund solltest du dein Newsletter haben und aus diesem Grund solltest du dafür sorgen, dass du möglichst viele Freebies hast und möglichst viele Menschen in deinen Newsletter bekommst und dann kannst du diese auch wieder ansprechen. So eine kleine Anekdote am Rande. Meine Digital Scrapbooking Seite, digidesignresort.com, kannst du besuchen, ist immer noch online. Von 2008 und zu der Zeit gab es noch nicht viel im Bereich E-Mail-Marketing, verdient bis heute Geld. Damals war das auf jeden Fall mehr als heute, aber dennoch macht sie jeden Monat einen gewissen Prozentzahl meines Einkommens aus, weil bis heute verkaufen wir darüber immer noch Digital Scrapbooking Kits und auch Kurse. Und ich erzähle dir mal kurz, was damals haben wir uns überlegt, also wir, die Designer und ich, wie wir mehr Leute in den Newsletter bekommen können, damit wir die Leute kontaktieren können, wann immer neue Sachen im Shop sind. Und da haben wir uns gedacht, wir erstellen ein schönes Kit und das präsentieren wir richtig toll, da machen wir richtig schöne Scrapbooking-Layouts von und verteilen das überall, damit die Leute denken, oh ja, das möchte ich auch machen, ne? Klicken und denken, ja, prima, wenn ich mich da jetzt eintrage, bekomme ich das kostenlos. Und so haben wir das auch gemacht, so haben wir das angelegt. Die Leute kamen und haben sich eingetragen. Wir haben das damals noch über Yahoo-Gruppen verteilt und wir hatten 50 bis 100 Newsletter-Einschreiber pro Tag. Und du kannst dir vorstellen, wie das Ganze in die Höhe ging. Ne? Wir haben richtig viele Einschreiber gehabt. Nicht alle davon sind natürlich zu Kunden geworden. Viele waren auch einfach nur, ja, so Freebie-Hunter, ne? Also einfach nur Jäger, die geguckt haben, was sie alles so Schönes umsonst kriegen konnten. Aber viele davon sind auch zu Kunden geworden. Und diese Kunden haben bis heute dafür gesorgt, dass meine kleine Scrapbooking-Seite immer noch online ist. Und als wir dann irgendwann die Designer Safari Lounge gelauncht haben, das war auch so mehr, ja, by mistake sozusagen. Ne? Also ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe mir überlegt, ich könnte einen Kurs machen, so als Lehrerin kann man das ja mal machen, wie man anderen zeigt, wie man designt. Und es war wirklich, das war so die Idee, man könnte mal zeigen, wie man denn überhaupt designt. Dann habe ich den zusammengebaut, habe die Leute im Forum gefragt, wie würde euch das gefallen? Und alle haben schon, ja, sag uns auf jeden Fall Bescheid. Und es kam ganz viel Response, ganz viele Antworten dazu. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es waren die Sommerferien 2008, als ich angefangen habe, die ganzen Videos zusammenzupacken, die ganzen Materialien zusammenzupacken und die in die damalige Safari Lounge einzupacken. Als ich dann letztendlich meinen Kurs online gestellt habe und gesagt habe, okay, ab jetzt könnt ihr euch einschreiben und die Leute angeschrieben habe ich in 2 Tagen für $4.000 Umsatz gesorgt. Und das war wahrscheinlich, viele Internetmarketer schütteln darüber wahrscheinlich den Kopf und denken, ja, ist ja wenig. Für mich war das damals unglaublich. Ne? Ich war totally over the moon and back. Und weil dieses Gefühl, dass ich da einfach gesessen habe und es kam immer Geld rein, immer wieder Geld rein, es war unglaublich. Ne? Das hat mich davon überzeugt, dass es total möglich ist, im Internet sein Geld zu verdienen und dass man das auch jederzeit wieder replizieren kann, wenn man denn hingeht und Newsletter-Einschreiber sammelt. Und da ist genau der Knackpunkt. Also du siehst, es ist absolut unerlässlich, dass du Leute in deinen Newsletter bekommst, weil nur dann kannst du diese kontaktieren, wann immer du etwas Neues hast, wann immer du etwas Neues vorstellen möchtest und dann können sie sich natürlich auch überlegen, das bei dir zu kaufen. Und je mehr Leute du hast, desto mehr Verkäufe wirst du machen. Und aus dem Grund ist es wirklich unerlässlich, dass du immer und ständig dafür sorgst, neue Einschreiber in deinen Newsletter zu bekommen. Je mehr, desto mehr Verkäufe. Und je mehr Verkäufe, natürlich je mehr Umsatz. Und desto mehr Umsatz du erzielen wirst, desto schneller wirst du dafür sorgen, dass dein Etsy-Shop für deinen Lebensunterhalt sorgen kann.